Und damit willkommen zurück zu einem neuen Fly Universe Giant Hunt Video von Coral Island auf Burodane. Heute hoffentlich endlich mal wieder ein Orichalcum und alles andere wäre ich auch nicht abgeneigt. Tja, also der erste Eindruck ist tatsächlich nicht so gut. Ich habe noch keinen einzigen Violet gesehen. Wir sind schon auf dem zweiten Channel. Also ich hoffe, derjenige, der die Violets gekillt hat, hat seine Farmrunde bereits beendet, weil sonst wird das hier wieder nur Teil 1 von einem Zweiteiler. Okay, erster Violet endlich gefunden. War quasi der vierte, nachdem ich gesucht habe. Also ein wirklich sehr langsamer Start. Tja, anderes Farmteam soeben gespottet. Mal gucken. Könnte dann heute tatsächlich wirklich nur Teil 1 sein. Ist auch schon recht spät tatsächlich. Hatte gehofft, dass ich niemanden mehr antreffen würde. Okay, zweiter Violet gefunden. Immerhin. 2 von 4 ist ja auch nicht schlecht. Bei den dritten, also 3 von 4 könnte ich auch noch schaffen. Vielleicht kriegen wir einen kleinen Aufmunterungsdrop. Oder einen Good Luck Drop. No. Jetzt war überraschenderweise auch noch Violet Kingster da. Geht sich gerade noch aus von den Party-Skills. Und kein Drop. So, weiter geht's mit Giant King auf dem gefährlichen Channel 4. Giant Naga going down. Ist bei Giant Nummer 10 schon Schluss? Das ist die Frage. Denn ich habe jetzt tatsächlich noch ein zweites Team gesehen, also ein anderes Team. Und ja, es ist... Also wir haben jetzt 10 Giants getötet. Ich war auf allen 4 Channeln schon auf 2 Channeln zweimal. Und das waren 10 Giants. Oder Violet-Giants. Das ist sehr wenig. Also mal schauen. So, noch einen Giant Naga gefunden. Aber jetzt ist theoretisch empty. Das heißt, ich gucke mal zu den Dorians wahrscheinlich. Und gut, ich sag mal so, wenn es danach nicht besser aussieht, dann ist wahrscheinlich schon Feierabend. Kleines Päuschen eingelegt, nochmal gerelockt und noch ein Giant aufgetrieben. Giant Kingster auch nochmal am Start. Ich werde jetzt doch noch mal kurz durchgucken. Nochmal Giant King. Aber an der Violet-Front sieht es trotzdem weiter schlecht aus. Nochmal Giant Naga. Wieder auf dem gefährlichen Channel 4. Okay, Giant Kingster. Und dann geht es jetzt aber wirklich zu den Dorian. Und da ist auch schon der erste Fisch am Haken. Ohne Drop. Ja, den einen Giant Dorian habe ich jetzt tatsächlich nicht gefunden. Vielleicht schaue ich danach nochmal. Okay, und da ist der letzte Giant Dorian sogar mit den gleichen Party-Skills. Und nichts. So, zurück bei den Low-Bob Giants. Jetzt müssen wir ein bisschen auf die Tube drücken. Vor allem was die Violets angeht. Ich bin zum Naga-Spawn geflogen, habe nach dem Violet und dem Giant gesucht, fliegt zurück und einfach Giant Kingster ist wieder da. LMAO. Ich weiß nicht, warum ich das immer nur bei Giant Kingster sehe mit dem Instant Respawn. Aber bei Naga ist wahrscheinlich einfach die Fläche zu... Also bei Kingster ist halt alles einfach ein Kreis im Endeffekt. Ja, vielleicht liegt es daran. Ich weiß nicht. Aber bei dem passiert das schon außergewöhnlich häufig. Is this real? Can this be true? A Violet Kingster? Alive and kicking? Tja, endlich mal wieder einen gefunden. Keine Ahnung, ob die anderen noch am Farmen sind. Hat er eine kurze Pause und dann Dorian. Wir werden sehen. Zurück bei seinem nicht ganz so violetten Freund, der aber leider nix droppt. So, der nächste Violet Kingster ist am Start. Und ich sage X-Product. Jetzt X-Product. Jetzt. Und mit Ansage. Verdammt. So. Nächster Violet. Aber wieder kein X-Product. Oh. Das ist jetzt der erste Channel, auf dem ich alles gekillt habe heute. Das ist
Oft ist das der erste Channel direkt oder der erste oder zweite oder so, aber das hat jetzt sehr lange gedauert. Crazy. Ja, sieht gut aus. Ich meine, ich finde jetzt das meiste. Also ich denke, Abfahrt kann endlich losgehen. Und ja, diese Giants sind mir ein verdammtes Auricalcum schuldig, würde ich mal behaupten. Wir haben so lange keins mehr gedroppt, das ist insane. Giant King mit einem Auricalcum. No. Und ein weiterer Giant Mr. Professor Dr. Rechtsanwalt Feuerwehrmann Kingster. Violet Kingster Nummer 3. Jetzt fehlt theoretisch noch einer, der respawnen müsste. Mal schauen, wo der Kollege bleibt. Und da ist das X-Product. Besser spät als nie. Giant Naga. Schlange des Todes. Einer von der ganz finsteren Sorte hier. Denn der droppt nichts. Und noch ein Giant Naga. Lol. Auch ohne Drops. Nochmal Giant Kingster. Bisher keine Ausbeute, außer ein X-Product. Der vierte und letzte Violet King in dieser Runde. Uns fehlen noch 3 Nagas. Keine Ahnung, wo die abgeblieben sind, ehrlich gesagt. Also wer immer die gekillt hat, hat sie nicht gleich LOL mäßig gekillt. Alter, das ist auch noch nie passiert. LMAO. Und ja, da geht der Kollege auch direkt down. Also sozusagen gefundenes Fressen, der ist mir quasi ins offene Maul gelaufen, der Kollege. Aber Drops hat er leider vergessen, der Herr. War er sich zu fein für. So, das wäre fast nicht mehr draufgegangen, aber Violet Naga. Jetzt muss ich selber kurz nachschauen. Nummer 2 war das erst. Also nicht insgesamt, aber von der Runde. Giant Naga. Leider auch wieder ohne Drops. Giant Kingster. Also heute ist die insgesamte Ausbeute, by the way, auch katastrophal. Wir sind erst bei 39. Super bad. Spiel denselben Song nochmal. Denselben Song nochmal. Aber mit Drops. Mit der extra Portion Senf. Und nochmal Giant Naga. Jetzt gehen auch langsam die Partypunkte down und die Giants werden auch immer schwieriger zu finden. Okay, direkt nochmal ein Naga an fast der gleichen Stelle. Oder eigentlich literally an der gleichen Stelle. Bringt Glück? Nein. Okay, Giant King. Hast du was für uns? Komm, das Setter wahrscheinlich. Ne. Nicht mal das. Jetzt fehlt uns noch ein Violet Naga, theoretisch. By the way, Fotofinish. Gut, noch einmal alle Channel durch. Dann war's das. Giant Kingstar. Komm schon, jetzt droppt halt endlich was. Das wird doch langsam langweilig. Die Leute wollen was sehen. Pass auf die Auge. So, weiter geht's mit einem Giant Naga. Eine Schlangen, Monsieur. Ohne Drips. Auf diesem Channel müsste sich jetzt der übrig geblassene Violet Naga von vorhin befinden. Serviert wie auf dem Silbertablett. Ohne Drop. Jemand hat chirurgisch die Giant Kingsters entfernt. Also irgendjemand hat angefangen zu farmen. Dafür hier noch ein Violet Naga aufgetrieben und der Giant steht ein paar Meter weiter hinten. Das sind unsere letzten beiden. Und da fällt auch schon der letzte Giant Naga. Ja, und damit sind wir am Ende angekommen. Leider nur 52 Giants-Violets, das ist ziemlich wenig. Ich habe zwar auch 2 Pausen gemacht, deswegen ist die Gesamtzeit dann auch nicht so extrem gewesen. Aber alles in allem, naja, keine gute Ausbeute. Ein X-Product gedroppt, sonst einfach gar nichts. Wieder kein Auricalcum, also Auricalcum entwickelt sich langsam zum seltensten Drop der Menschheitsgeschichte für mich. Sehr ärgerlich, weil ich ja auch schon mal 32 hatte und so, also ja, nervt. Und ja,
Ansonsten ist euch vielleicht aufgefallen, meine M hat 98, 96 und ich werde ihn nicht künstlich auf 156 lassen. Es ändert eigentlich auch fast nichts, wenn er Level Up geht. Die Droprate bei Giant Kingster, Giant Kingster verschlechtert sich weiter. Ein kleines bisschen, ist aber auch nicht mehr so schlimm, die 10% mehr oder weniger. Violet Kingster ist schlecht. Bei Giant Naga und Violet Naga ändert sich aber nichts. Das heißt, also ich sag mal so, es ist blöd. Also klüger wäre es natürlich, ihn jetzt auf 156 zu lassen und ihn nicht auf 157 gehen zu lassen. Aber wie gesagt, mein Ziel ist ja trotzdem, oder was heißt mein Ziel, aber ich will halt die Charakter trotzdem höher sehen. Also ich will die irgendwann alle mal auf 160 haben und so. Für die Levelerweiterung und so. Und selbst wenn es jetzt nur 2 Wochen sind, das ist trotzdem relativ viel XP, die man da verschenkt, mehr oder weniger, wenn ich den jetzt keine Tower Dailies machen lassen würde. Oder Level Down würde oder XP-Log machen würde, wie auch immer. Bei XP-Log würde, glaube ich, gar nicht, bei Tower Days würde XP-Log gar nicht funktionieren. Also ich müsste wahrscheinlich sogar down-leveln. Wie man es dreht und wendet, werde ich nicht machen. Das heißt, der wird auf 157 gehen. Heute habe ich die Dailies noch nicht gemacht, tatsächlich. Und ja, das bedeutet letztendlich einfach, dass die Drops nicht besser werden, wahrscheinlich. Aber ich sag mal so, es ist sowieso egal. Du kannst tausende Giants töten mit richtiger Droprate und trotzdem nichts droppen. Also auf die 10% mehr oder weniger wird es safe nicht ankommen. Und ja, das war es eigentlich noch zu dem Thema. Und ja, achievement-technisch hat sich auch nicht so viel getan. Ich habe weiterhin, wie gesagt, immer nur Party gezogen. Wobei Naga haben langsam die Kingster eingeholt, oder? Ja, noch 800. Ja, noch eine Party bei Naga ziehen. Dann habe ich auf jeden Fall gleich gezogen mit den Kingstern. Aber wie gesagt, Level 5 dauert schon echt lange, wenn man nicht aktiv levelt. Und man überschätzt es immer. Ich denke mir auch immer so, boah, ich töte doch so viele... Also das habe ich mir am Anfang gedacht, dass ich noch nicht so auf die Achievements geachtet habe. Weil ich mir dachte, naja, wann soll ich die leveln? Dann müsste ich ja wirklich aktiv leveln. Abgesehen vom Party ziehen halt, was habe ich damals noch immer mit dem Elementor gemacht. War echt dämlich. Wenn ich es von Anfang an mit dem Ranger gemacht hätte, wären wir jetzt schon deutlich weiter. Ja gut, wobei am Anfang ich meinen anderen Ranger benutzt. Nevermind. Auf jeden Fall, ja, also es ist schon schwierig, die hochzuziehen. Aber wie gesagt, man überschätzt es wirklich beim Gigen so, ja, ich töte doch so viele Monster. Mich greifen jedes Mal 5 Argos an, die töte ich. Ich töte die ganzen Giants. Gut, ab und zu tötet man Ringmaster mit Moonbeam, den macht den Last-Hit oder so, ja. Aber das ist eigentlich eher selten tatsächlich. Die meiste Zeit ist es schon wirklich der Ranger, der sie tötet. Aber da kommt halt nichts zusammen. Du musst 18.000 töten für Level 5. Also 18.000 Giants, stelle ich mal 18.000 Giants vor, das würde legit, das würde Ewigkeiten dauern. Jahre wahrscheinlich. Und selbst 18.000 Monster, wenn du wie gesagt nicht aktiv lässt und immer nur, sage ich mal, pro Giant tötest du ein Agro im Schnitt. Manchmal tötest du keins, manchmal 5. Wie auch immer. Selbst dann dauert es Ewigkeiten. Ja. Also da kommt einfach nichts zusammen. Das überschätzt man extrem, wie viel das ist. Also effektiv ist es eben nicht viel, es ist extrem wenig. Und deswegen tut sich da bei dem Achievement nicht allzu viel. Genau. Gut, dann... Wie gesagt, eine weitere, leider sehr erfolglose Session. Zumindest hatten wir heute einen First mit dem Giant, der in mich gespawnt ist, nachdem ich den Violent getötet hatte. Das war zumindest irgendwie ein Highlight, I guess. Und ansonsten sehen wir uns auf jeden Fall im nächsten Fly Universe Video wieder. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei, Twitch-Link in der Videobeschreibung. Tägliche Fly Livestreams und bis zum nächsten Mal. Macht's gut rein und ciao, ciao.